Diese KI ruft deine Anfragen an, qualifiziert sie und schreibt Termine direkt in deinen Kalender. Ich bin Eileen, die KI-Sprachassistentin von Rescale. Und noch mehr. Ich zeige dir, wie Eileen selbstständig Aufgaben aus deinem CRM ausliest und beispielsweise Leads direkt anruft oder zu einem Event einlädt, wie einem Webinar oder einer Veranstaltung. Deshalb bleibt dran! Ich möchte euch mal zeigen, wie das in Aktion aussehen könnte. Und zwar habe ich dafür hier einen Testanruf vorbereitet, den ich jetzt auslöse und dann klingelt es zügig bei uns auf dem Festnetz. Hier kommt der Anruf aus den USA, den ich jetzt mal annehme. Guten Tag. Hallo, hier ist Eileen von Rescale Consulting. Mit wem spreche ich? Du sprichst mit Max Mustermann von der Müller GmbH. Hallo Eileen. Hallo Max, du hattest dich bei uns gemeldet, weil du dich für KI-Automatisierungen interessierst. Wobei genau können wir dich unterstützen? Ja, das ist richtig. Das fand ich interessant. Ich würde gerne meine Qualifizierungsgespräche und Anfragen mit künstlicher Intelligenz, mit so einem Sprachassistent beantworten lassen. Geht das denn? Das klingt spannend. Viele Unternehmen haben damit gute Erfahrungen gemacht. Was habt ihr schon versucht, um das Problem zu lösen? Wir sind bisher frisch an dem Thema dran. Verstehe, das ist eine klare Richtung, die für viele Unternehmen funktioniert. Wer trifft die finale Entscheidung? Vielen Dank für das Gespräch. Bis bald. Auf Wiederhören. Ich zeige euch jetzt nämlich mal meinen Kalender. Und zwar haben wir hier die leeren Termine. Und jetzt sollte hier, da ich ja Administrator bin, nach dem Aktualisieren des Kalenders, zack, der Gesprächstermin eingebucht sein. Um 14 Uhr Gespräch mit Max Mustermann und Patrick Beck von Rescale Consulting an die maxmustermann@müllergmbh.de, die hier interagiert wurde. So sieht das aus. Und so kann ein reales Gespräch mit dem KI-Assistenten ablaufen. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das einrichtet. Das Krasse ist nämlich auch, dass wenn man den Lead in den ersten paar Minuten nach der Anfrage anruft, die Wahrscheinlichkeit, ihn zu erreichen, 100 Mal höher ist und 20 Mal höher, ihn zu qualifizieren. Deshalb ist eben so eine sofortige Erreichbarkeit oder Rückruf eben super entscheidend. Und dazu kommt eben noch, dass 40% aller Anfragen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten sind. Bedeutet, man braucht im Prinzip ja so einen Automatismus, damit man ihn wirklich auch sofort in seinem Problem erreicht. Und ja, die durchschnittliche Antwortzeit vom Markt oder von den Teilnehmern dieser Studie lag bei 29 Stunden und ja, ich glaube über 64% oder sowas haben nie geantwortet. Das ist erschreckend und verschafft dir aber die Möglichkeit, halt einen mega Wettbewerbsvorteil auszuspielen, indem du so eine Lösung vorab schon mal sondierend vorschickst. Zu mir, ich bin Patrick Beck, Gründer seit 2005 und Geschäftsführer der Rescale Consulting GmbH. Ich habe über 300 Unternehmen zum Thema KI, Software, Automatisierung und Mobile Apps beraten und begleitet und ja, bin zudem zertifiziert in Scrum, Safe als AML Officer und auch als Certified Ethical Hacker. Was brauchen wir für so eine Lösung? Da brauchen wir eine Lösung, die die Telefonie und die Echtzeit-KI löst mit der Integration, also die Software. In dem Fall nutzen wir Vapi. Wir brauchen aber auch ein gutes Prompting, wo wir die Rollen, Ziele, Gesprächsführung, Grenzen und auch Eskalation festlegen. Und natürlich auch ein Knowledge Base, um eben adäquat darauf zu antworten, wo wir Einwände, Angebot, FAQ und Prozesse definieren, zusätzlich zu den Prompt selbst. Und ich möchte euch jetzt mal in das System einführen, schwenke dafür mal rum. Wir nutzen für unsere KI-Telefonie die Lösung von Vapi. Vapi ist für Voice Agents spezialisiert, speziell auch für Entwickler. Und hier loggen wir uns im Prinzip auf der Seite vapi.ai ein, gehen ins Dashboard und sehen hier im Prinzip ein Overview über unsere gemachten Telefonate, können hier Telefonnummern registrieren
In dem Fall habe ich hier schon eine Nummer reserviert, eine amerikanische. Da gibt es wenig Voraussetzungen, um diese zu beschaffen. Und als nächstes gehen wir, beziehungsweise wir können hier unter API-Keys verschiedene Tools auch einrichten und Integrationen. Ich gehe mal hier auf unseren Punkt, der wichtig ist, einen Assistenten anzulegen, und dafür klicken wir hier einfach Create Assistant. Jetzt können wir hier sagen, wir nennen diesen Assistenten YouTube Demo. Einfach nur als Beispiel, wählen das leere Template und richten das hier einmal ein. Womit wir starten, ist im Prinzip die Grundausstattung. Hier können wir dann wählen zwischen OpenAI und anderen Anbietern für die KI-Abwicklung und den verschiedenen Bots, die es hier gibt. Wir nehmen mal als Beispiel den Mini-Cluster O4O und haben hier die Auswahl zu sagen, spricht der Bot zuerst oder sprechen wir zuerst. Wenn wir den raustelefonieren lassen, wäre es natürlich, wenn erst die Gegenpartei sich meldet und wir dann, beziehungsweise der Assistent dann die Nachricht sagt. Wenn er angerufen werden soll, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn der Assistent zuerst was sagt, damit es eben nicht cringe ist. Bedeutet, wenn wir einen Outbound-Call machen, Assistant waits for user, und hier können wir die Nachricht definieren. Hier sagen wir zum Beispiel, hallo, mein Name ist Eileen, oder ja, so rum, und können hier ein System-Template festlegen. Ich nehme mal hier unser Basic-Template rein, zum Beispiel ein bisschen deutschsprachiger Telefonassistent, und können hier gewisse Regeln halt definieren, um zu unserem Ziel zu kommen. Das kann man jeweils tunen. Hier kann man auch verschiedene Dateien auswählen, um praktisch zusätzliches Wissen zu hinterlegen, zusätzlich zu erweiterten RAG, wie man das nennt, Retrieval Augmented Generation, wo wir noch mehr Wissen in die KI laden können, die sie dann bezieht, wenn sie es braucht. Es ist immer gut, halt den Kontext so schlank wie möglich zu halten. Dann haben wir hier die wichtigen Sachen, also klar, Temperatur, Temperature, das sozusagen wie wild der Agent antwortet. Und hier haben wir die Voice-Konfiguration. Als Provider wähle ich am liebsten ElevenLabs. Dort haben wir die Möglichkeit, ein Multilingual Model auszuwählen, denn wir wollen es in Deutsch, und für den deutschen Bereich gibt es eben nicht sehr viele, die wirklich eine sehr hochwertige Sprache darstellen können, und in dem Fall können wir zum Beispiel auch den Stefan, Warm and Friendly German Voice, definieren. Und haben dann hier unter Additional Configuration die Möglichkeit, noch weitere Sachen zu definieren. Wir können zum Beispiel sagen, hey, mach im Hintergrund so einen Office-Sound, dass es so klingt, als würden da Menschen arbeiten, oder so ein Default-Ambient, oder vielleicht sogar was Eigenes, was wir definieren können. Ne? In dem Fall machen wir es erstmal aus. Hier kann man noch ein paar definierte Zusatzeinstellungen machen, Stabilität, wie volatil geht er mit der Stimme, wie schnell soll es sein, zum Beispiel wollen wir grundsätzlich eher 10% schneller sein. Und dann haben wir hier im Prinzip auch den Transcriber. Der Transcriber nimmt jedes gesagte Wort und jedes vom sozusagen zu auszusprechende Wort auf und macht daraus eine Übersetzung. Da wir hier Deutsch brauchen, wählen wir hier auch Deutsch aus. Hier ist DE oder DECH, das ist auch interessant. Natürlich für unsere Schweizer Zuschauer ein bisschen ein dialektischer der Sprachschatz getunt ist. Und wir haben hier das Model 2, das entsprechend dieses Multilinguale unterstützt. Das ist erstmal der grobe Umfang, und dann können wir hier noch Tools auswählen. Dort können wir zum Beispiel sagen, wir richten einen Kalender ein oder haben verschiedene vordefinierte Funktionen wie Enable End Call Function. Bedeutet, wir können dem Bot sagen, dass er automatisch auflegen soll, wenn seine Mission erfüllt ist. Und können natürlich auch individuelle Funktionen festlegen.
Das ist, hier können wir auch Summaries festlegen. Beispielsweise können wir ihm sagen, am Ende des Gesprächs mach eine Zusammenfassung, schick die dann an GPT und gib mir die Zusammenfassung nach den und den Kriterien aus. Sehr, sehr cool. Nutzen wir auch vor allem, aber auch in den strukturierten Daten, wo wir diese Sachen auch nochmal einbringen können. Bedeutet, dann kann man das entsprechend verknüpfen, weil wir wollen das ja am Ende auch in Closed CRM haben. Dann haben wir hier noch verschiedene Regeln zur Privatsphäre, hier ab Compliance, ob wir zum Beispiel das Audio-Recording anschalten, standardmäßig ist es angeschaltet, wir können ja auch MP3s auswählen. HIPAA-Compliance ist hier auch irrelevant im europäischen Raum, können aber auch PCI DSS anfragen. Was halt noch ganz wichtig ist beim Messaging die Nachricht für den Call, der endet. Können wir zum Beispiel einen schönen Tag noch sagen, bye, können aber auch andere Sachen eintragen. Wir können sogar eine Voicemail-Nachricht eintragen, wenn er erkennt, dass er mit einer Voicemail verbunden ist. Und that's it im Prinzip. Und dann können wir hier den Code publishen und können zum Beispiel mal einen Test machen. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Eileen. Ja, ich glaube, Eileen heißt du nicht, aber ich lasse das mal so gelten. Worum geht es? Ich bin ein telefonischer Assistent von Riscale Consulting. Ja, du hattest dich bei uns gemeldet, weil du dich für KI-Automatisierungen interessierst. Warum rufst du an? Ja, ich wollte mal fragen, ob ihr KI-Automatisierungen lösen könnt, in denen man anrufen und direkt Termine vereinbaren kann. Ich verstehe, dass du Fragen zu KI-Automatisierungen hast. Wobei genau können wir dich unterstützen? So, jetzt können wir den Call auch beenden, denn wie wir hier sehen, er hat nicht so viele Informationen bisher, um praktisch diese besonderen Fragen abzuwickeln. Wir haben ja auch noch kein Wissen reingegeben. Wir haben einen Standard-Prompt direkt drin. Das kann man eben genau darin verankern, entweder im Kontext oder hier in den Dateien direkt. Ja. Ein besonders cooler Use Case, den wir auch im CM dann direkt mit Eileen realisieren können, ist, ihr ganz spezifische Aufgaben zu geben, die wir dort hinterlegen können. Nehmen wir mal an, wir legen hier einen Task an. Ja, das Feld ist ein bisschen klein. Ich lege mal eine Notiz ein, damit wir einfach mitlesen können. Schreiben wir am Anfang @Eileen, sagen dann lade Max zum Webinar Rescale KI Praxis Call am 12.09.2025 um 10 Uhr ein. Kurze Info, kostenloses Webinar zu KI-Automatisierungen im Vertrieb und Service. Frage Teilnahme, ja, nein, vielleicht. Nach Bestätigung sagen, das das Anmeldelink zum Termin per E-Mail gesendet wird. CM RSVP setzen. So, das kopiere ich mal hier und füge es mal hier ein. Wir könnten jetzt hier eine Uhrzeit legen, dann würde er bis dorthin warten. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen einfach mal direkt loslegen. Dann sagen wir hier Create Task. Und dann dürfte, ich öffne das Telefon, auch wieder gleich klingeln. Ja, guten Tag. Hallo, hier ist Eileen von Riscale Consulting. Mit wem spreche ich? Du sprichst mit Max. Hallo Eileen. Ich bin Eileen, der telefonische KI-Assistent von Riscale Consulting. Ich rufe an, um Max Muster zum Webinar Rescale KI Praxis Call am 12. September 2025 um 10 Uhr einzuladen. Magst du am Rescale KI Praxis Call am 12. September teilnehmen? Worum geht's da genau? Kurz, kostenloses Webinar zu KI-Automatisierungen im Vertrieb und Service. Dauer etwa 60 Minuten mit Praxisbeispielen und Q&A. Magst du teilnehmen? Ja, vielleicht. Nein? Ich kann mir das schon überlegen. Trag mich doch mal bitte ein, ja. Super, danke dir, Max.
ich trage dich ein. Welche E-Mail sollen wir für die Anmeldebestätigung verwenden? Eine Adresse reicht. support@rescale.ch. Danke. Ich buchst du mit support@rescale.chat. Möchtest du, dass ich zusätzlich eine Bestätigung per Telefon sende oder reicht die E-Mail? Die E-Mail reicht. Danke. Alles klar. Ich sende dir den Anmeldelink per E-Mail an support@rescale.chai. Ich habe deine Teilnahme als Ja vermerkt und die Bestätigung per E-Mail ausgewählt. Ich schicke gleich die Bestätigung. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, super. So ist unsere Qualifizierung bzw. unsere Einladung direkt von Eileen bearbeitet worden und ja, das wird dann abgehakt und entsprechend als Notiz hinterlegt. Natürlich auch sehr schick, egal was man sich überlegt, ob man jetzt auch massenweise Tasks anlegt, um ja, sich damit noch ein bisschen die Zeit einfacher zu machen. Der wirkliche riesige Nutzen kommt aber erst dann, wenn ja, man bestimmte Kunden halt oder Leads nicht erreicht und dann halt immer mehrmals hinterherbleiben muss, wieder eine Stunde versucht. Da ist er wirklich der Zeitfresser. Und wir können Eileen ja so programmieren, dass wir sagen, melde dich zu der genannten Uhrzeit, wenn der Lead nicht abnimmt, melde dich in 10 Minuten, wenn er dran geht und sagt, können wir später reden, dass man das wiederum terminiert in der Closed CM Datenbank zum Beispiel. Das ist dann sehr wertvoll, weil dann müssen wir nicht mehr selber hinterherlaufen, sondern wir haben dann wirklich eine richtige Assistenz, die genauso etwas macht. Das wäre mit den Settings eben natürlich genauso, dass dann über einen Zeitraum in 1-Stunden-Abschnitten dann wieder versucht wird, erneut anzurufen, ganz klar. Und natürlich dann auch sehr cool, dass wir halt sehr viele flexible Anwendungsfälle erledigen können, indem wir einen generellen Prompt haben oder einen generellen Assistent haben, der auf die Aufgabenerledigung spezialisiert ist. Wie du jetzt gerade gesehen hast, hat Eileen nicht so genau gewusst, wie sie auf die Frage reagieren sollte. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie sich mit allem zurückhält, sondern hat gesagt, ja, das wird wahrscheinlich eine Stunde dauern. Wir können jetzt in dem Knowledge Base die Sachen hinzufügen, wir können das im Prompt direkt in dem Task hinzufügen, um solche Sachen abzufangen oder auch natürlich weiter in den Assistenzkonfigurationen auf WAPI direkt nochmal, um einfach noch geilere Ergebnisse für eine wirklich individuelle Anpassung an das Unternehmen zu realisieren. Wenn das für dich interessant klang und du wissen möchtest, wie du die volle Power von KI in deinem Unternehmen implementieren kannst, wenn du deine Qualifizierungstelefonate automatisieren möchtest, noch schneller mit dem Kunden ins Gespräch kommst, ihn noch direkter praktisch anrufen lassen durch einen KI-Assistenten oder auch weitere Verarbeitung in deine bestehende Struktur bringen möchtest, um einfach noch qualifiziertere Leads aus deinen Daten zu schöpfen, dann melde dich gerne bei mir mit einem kostenlosen Erstgespräch unter rescale.ch/Kontakt. Und dann werden wir uns darüber unterhalten, wie wir das implementieren können, wie wir Automatisierungen und KI bei dir einbringen und welche Lösungen dafür Sinn machen. Ja, und ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Dein Patrick.